Ich werde recht häufig die tibetischen Einstiegsgebete machen, so wie ich das von Gengen Rinpoche her noch im Ohr habe. Und das ist für mich immer die Gelegenheit, mich mit dem Segen, mit der Segenslinie, der Übertragungslinie zu verknüpfen, verbinden. Sangye Chedan Sangye Chonam Lan Chanjo Badu Dani Kyapsuji Dagi Jinsun Chimpesenamji Jolam Penji Sangye Drumpajo Sangye Chedan Sangye Janam La Janjum Badu Dani Kyapsuji Dagi Jinsoji Besenamji Jola Penji Sangye Drumpajo Sangye Chedan Sangye Janam Lan Janjum Badu Dani Kyapsuji Dagi Jinsoji Besenamji Jola Penji Sangye Drumpajo Samchantam Jandeva Dandeva Junandamba Jujin Dunay Dandunay Jujudandava Jujin Dunamimba Deva Damba Damindra Jujin Nirin Chandan Nidandra Ventanam Chambola Nimban Jujik Samchantam Jadeva Dandeva Judandamba Jujin Dunay Dandunay Jujudandava Jujik Dunamimba Deva Damba Damindra Jujik Nirin Chandan Nidandra Ventanam Chambola Nimban Jujik Samchantam Jadeva Dandeva Judandamba Jujik Dunay Dandunay Jujudandava Jujik Dunamimba Deva Damba Damindra Jujik Nirin Chandan Nidandra Tanam Chambola Nimban Jujik Pandan Savela Madam Poche Dange Chiwam Beneden Shulam Kajen Chambangonen Jesunde Kuson Toging and Rom Und damit lassen wir die Zuflucht, den Guru, direkt mit uns verschmelzen, um überhaupt erstmal hier anzukommen, um uns zu spüren.
Wir spüren die Ein- und Ausatembewegungen. Spüren, wie sich der Bauch weitet, aber auch gleichzeitig das Herz. Es ist ein bisschen so, als wären wir gerade in einen Zug gestiegen, haben es so knapp vor der Abfahrt geschafft, unser Gepäck zu verstauen und jetzt sitzen wir und atmen. Die Reise geht los. Und alle sind willkommen auf dieser Reise. Es ist, wie man so sagt, ein großes Fahrzeug. Ja, vielen Dank für diese Einstiegsmomente. Wir haben keine Eile. Wir wollen nirgendwo hin. Also eigentlich wollen wir nach Hause. Einkehr halten dort, wo wir ohnehin zu Hause sind. Und wir nutzen dafür wieder einmal das wunderbare Werk, die wunderbaren Erklärungen von Dagbhuta Shinamgal, von dem es heißt, dass er eine Wiedergeburt von Gampopa ist. Und er nimmt uns bei der Hand auf eine ganz wunderbare Art und Weise, führt er uns durch die vielen Instruktionen zur Praxis hindurch. Wir sind ihm schon einmal durchs ganze Buch gefolgt, durch die Mondstrahlen des Mahamudra. Das waren 12 mal 8 Tage mit den Erklärungen zu jedem Satz im Buch. Und jetzt kümmern wir uns um die praktische Anwendung. Und das sind tatsächlich ganz besondere Momente im Jahr, auch für mich, so mich einfach nur um die Praxis kümmern zu brauchen. Die theoretischen Erklärungen wurden schon gegeben, sie stehen zur Verfügung.
Ihr habt den Link vermutlich erhalten, wo ihr die Erklärung der letzten Jahre in schriftlicher Form finden könnt. Und jetzt beginnen wir eigentlich eine Serie von Meditationstagen. Also wahrscheinlich ist unsere Zugreise ein bisschen so etwas wie die transsibirische, oder? So, die geht ja auch, Tag um Tag. Die Nächte dazwischen gehören auch zur Praxis. Und irgendwie in 8 Tagen kommen wir dann an. Eine Reise durch unseren eigenen Geist. Es wird dieses Mal um Einsichtsmeditation gehen. Kapitel 3 in den Mondstrahlen. Wir sind in diesem Buch hier, ich habe das englische Buch nochmal mitgebracht, in diesem dicken Buch Moonbeams of Mahamudra, ne? In der Übersetzung von Elizabeth Callahan. Da sind wir im 3. Kapitel, immer noch in der Sektion, wo es um die allgemeinen Mahayana-Instruktionen zu Shamatha und Vipassana geht. Und jetzt sind wir im Vipassana, in der Einsichtsmeditation. Letztes Mal haben wir uns mit den Shamatha-Instruktionen befasst, also mit den Instruktionen zur Geistesruhe. Die waren schon sehr profund. Und auch jetzt, wenn es heißt, dass es die allgemeinen Instruktionen im Mahayana sind, ist das sehr profund. Es geht im Grunde genommen um das Anwenden der Lehren, die im Prajnaparamita-Zyklus das Licht der Welt gesehen haben. Diese Sutren, die man zum Zyklus der befreienden Weisheit rechnet und verwandte Sutren, die die Grundlage fürs Mahamudra bilden. Also wir bewegen uns diese Woche in einem Feld tiefer Einsicht, wo es nicht nur um die Grundlagen des Mahayana geht, also des großen Fahrzeugs, sondern um das Herzstück, die Essenz. Ein Verständnis der leeren Natur aller Phänomene, vorbereitend für ein Verständnis der wahren Natur des Geistes, wie wir das im Mahamudra nennen. Und das braucht, damit wir da Nutzen von haben, von diesen Einsichtsmeditationen, da braucht es immer wieder Ruhe. Also immer wieder möglichst, dass wir aussteigen. Ja, aussteigen aus all dem Beschäftigtsein. Also wenn ihr könnt, dann lade ich euch ein, diese Woche ganz auszusteigen aus allem, was euch sonst beschäftigt und was sonst wichtig ist. Und das so eine Retreatwoche sein zu lassen. So wie wir es hier im Haus auch machen, dass wir einfach das Haus in Stille versetzen. Also die Handwerker, die machen weiter, das ist okay, die dürfen auf der anderen Seite weiterarbeiten. Es geht auch gut voran. Aber wir schauen, dass wir möglichst in die Stille gehen, damit zwischen diesen vielen Meditationsinstruktionen, die wir miteinander teilen werden, der Geist nicht unnötig aufgewühlt wird und er abends ausschwingen, ausklingen kann, immer noch angerührt durch die Instruktionen zur Einsichtspraxis, dass er morgens, wenn wir aufwachen, direkt wieder Lust hat zu praktizieren, weil wir ihm keine sonstigen Aufgaben aufbürden. Und so sind wir dann richtig im Retreat. Auch wenn wir zwischendurch viel Input haben, viele Worte hören. Eigentlich, was wir ja hier machen mit diesem Mondstrahlen-Mahamudra-Kurs, das ist ja soweit sowas wie
die Jahresdosis verabreicht bekommen. Ja, also so, wir kriegen so viel Meditationsanleitung, dass wir davon gut und gerne ein Jahr zehren können. Das ist nun mal der Vorteil und der Nachteil von Gruppeninstruktionen, dass mehr unterrichtet wird, als die einzelne Person im Moment nötig hätte. Und so möchte ich euch gleich zu Anfang schon darauf hinweisen, entspannt euch, lehnt euch zurück, versucht ja nicht, diese Instruktionen jetzt so mit dem Intellekt alles so zu verstehen, sondern lehnt euch zurück, ihr seid auf einer Zugreise. Ich spiele jetzt mal da vorne den Zugführer, aber der eigentliche Zugführer, das bin gar nicht ich. Das ist Dakpotashi Namgyal, das sind die Meister, von denen er gelernt hat und die durch ihn hindurch sprechen und eigentlich bin ich dann nur so auf so Schienen unterwegs und dann kommt Rot, da muss ich halten, dann geht es wieder weiter, dann kann ich weiterfahren. Ja, so geht es dann immer ein bisschen weiter. Und ich bin die Strecke schon ein paar Mal gefahren. Das ist der Vorteil. Ja, so. Und das möchte ich mit euch teilen. Es gibt da wunderbare Aussichten. Nicht alle werden euch gleichermaßen inspirieren, aber für jeden hat es was dabei. Und wenn der Intellekt sich entspannen kann auf dieser Reise, dann wird sie auch angenehm. Also die beste Möglichkeit, wie wir das unangenehm gestalten können, ist, wenn wir jedes Wort behalten wollen. Wenn wir alles verstehen wollen. Wenn wir immer denken, oh, das muss ich jetzt wirklich kapieren. Und dann setzen wir uns unter Stress. Das brauchen wir ja gar nicht. Es wird alles aufgezeichnet. Wir haben ein wunderbares technisches Setup. Vielen Dank nochmal, Tobias. Es wird alles auf Video und Audio aufgezeichnet. So wie ich euch kenne, da sind so einige Motivierte hier mit dabei, wird es transkribiert, überarbeitet. Ich danke schon mal dem Thomas, der auch hier im Raum ist, für die unglaubliche Arbeit für die letzten beiden Wochen. Speziell jetzt, was neu entstanden ist mit der Verlinkung zu dem Ursprungstext im Englischen, Verlinkung zu den Audios, zu Videos, So, das sind also da findet im Hintergrund eine Arbeit statt, also ein ganz wunderbarer Mahamudra-Kurs ist da am Entstehen. Ganz ausführlich. Nahrung fürs ganze Leben. Und ich glaube, das war so, was Gengen Rinpoche vorschwebte damals. Ja? So als er uns ermutigt hat, nicht nur den Ozean des wahren Sinnes vom 9. Karmapa zu praktizieren, sondern auch die Hintergrundinstruktionen von Dakpotashi Namgyal, eben diese Mondstrahlen. Und da sind wir jetzt schon in der zweiten Runde. Und wir haben dank Judith Debbeler, haben wir jetzt auch eine verlässliche deutsche Übersetzung. Kapitel um Kapitel arbeiten wir uns da durch. Und da habe ich euch einen Text ins Netz gestellt, unter genau dem Link, meine ich, den der Tobias da gerade in den Chat gestellt hat. Und in diesem Text, da findet ihr sogar schon die Hinweise auf die geplanten Meditationen. Und wahrscheinlich haben einige von euch diesen Hinweis ja schon vor 2 Wochen gelesen oder vor einer Woche. Mir ist aber ein Fehler unterlaufen. Die Meditationen des letzten Mals, die wurden von Thomas schön aufgeteilt und es waren sehr viel mehr, als ich in meinem Text angekündigt habe. Deswegen beginnt unsere Praxis dieses Mal mit Nummer 97. Ja, also alles stimmt in eurem Text. Der neue Text hat schon die neuen Nummern und da beginnt die Übung dann mit der Zahl 97. Und dann müsstet ihr mit Bleistift die Zahlen durchnummerieren. Und das wird unser Referenztext sein.
dieser A4-Text, wo vorne das Inhaltsverzeichnis von Kapitel 3 zu sehen ist. Und dann gehen wir in den Haupttext, wo es heißt, allgemeine Methoden der Einsichtsmeditation. Und ihr kriegt das ja schon, habt das ja noch vom letzten Mal, wisst ihr das noch? Ich gebe jetzt nicht wieder erneut Erklärungen zu den einzelnen Sätzen hier im Text. Ich gehe manchmal ein bisschen mehr drauf ein, manchmal überfliege ich das ein bisschen. Und das Wichtige sind die geleiteten Meditationen. Also werden wir relativ viel geleitete Meditationen machen. Und wenn ihr da unter dem Titel auf Seite 2 schaut, da heißt es, generell unterscheidet man zwischen 3 Formen von Einsichtsmeditation. Die weltliche Form, die weltüberschreitende Einsichtsmeditation des kleinen Fahrzeugs, womit das Fahrzeug der Selbstbefreiung gemeint ist, und die weltüberschreitende Einsichtsmeditation des großen Fahrzeugs, also der Weg der Bodhisattvas. Und ich möchte euch in einer ersten Meditation einen kleinen Geschmack dafür geben, was weltliche Einsichtsmeditation genannt wird. Da steht nur ein Satz: Die weltliche Form ist Einsichtsmeditation als Sammlung auf die unruhigen und friedlichen Aspekte von Erscheinungen. Und das praktizieren wir jetzt gleich. Wir werden uns sammeln im Erkennen der unruhigen und friedlichen Aspekte. Und eigentlich geht es nur darum, die Aktivität des Geistes und auch die Lücken zwischen den verschiedenen geistigen Aktivitäten wahrzunehmen und sich im Gewahrsein dieser verschiedenen Aktivitäten, also mal ruhiger, mal aktiver, nicht zu verheddern. Dieses sich nicht verstricken, das ist die Basis von Shamatha, von Geistesruhe. Dass wir dabei schon auf die unbeständige Natur von allem schauen können, das gehört mit dazu, denn es ist eine Einsichtsmeditation. Also wir haben es mit einer Einsichtsmeditation zu tun, in der wir bereits wissen, dass alles im Geist erscheint. Alles, was wir erleben. Alles Erleben ist im Geist. Es ist noch weltlich, weil es sich noch um ein begriffliches Verstehen handelt. Es ist nicht bloße Sammlung, weil wir nicht einfach den Geist fokussieren und beruhigen, sondern weil wir schon gemachte Einsichten nutzen, um den Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Und das machen wir jetzt. Das wäre die erste Meditation, die wir jetzt miteinander teilen. Macht es euch bequem. Wenn ihr könnt, setzt euch gerade hin. Eigentlich geht es vor allen Dingen darum, so zu sitzen, auch wenn es angelehnt ist, oder auch so zu liegen, dass der Geist klar ist, dass wir möglichst präsent sind. Der Atem streicht ein und aus. Wir spüren, wie sich der Brustraum weitet, wie sich der Bauchraum weitet.
wir bemerken all die körperlichen Empfindungen in diesem atmenden Körper. Da ist so viel zu spüren, von den Fußsohlen und den Zehenspitzen bis hinauf zum Scheitel, bis zu den Fingerkuppen. Und wir bemerken, all das findet im Geist statt. Das ist der Aspekt der Einsichtsmeditation. Viele körperliche Empfindungen unterschiedlichster Art. Und wir nehmen es wahr, wie unsere Aufmerksamkeit wandern kann, vom Nacken ins Knie und so fort. Und wir öffnen auch die anderen Sinne. Das Hören ist ja schon aktiviert. Wir nehmen die Klänge wahr, nicht nur die Klänge, die aus dem Lautsprecher kommen. Und wir bemerken die Geistesbewegungen, die mit den verschiedenen Sinneseindrücken, mit dem Sehen einhergehen, mit dem Hören, dem Riechen und Schmecken. Oder die auch einfach so auftauchen. Wenn wir Bewegung erleben, nennen wir das aktiven Geist. Und wenn wir Ruhe erleben oder sogar Gedankenfreiheit, nennen wir das ruhigen Geist, friedlichen Geist. Wir bemerken vielleicht Weite oder Enge. Und unsere innere Haltung ist, uns überhaupt nicht davon beeindrucken zu lassen, ob der Geist gerade aktiver ist oder ruhiger.
Wir sind unterwegs im Erleben auf unserer großen Reise und sind gewahr, was sich so alles zeigt an Körperempfindungen, geistigen Empfindungen, Gemütszuständen. Wir sind gewahr, ohne uns zu verstricken. Tief entspannt. Es mag sein, dass wir es zunächst genießen, so zu entspannen, dass sich Wohlgefühl in Körper und Geist ausbreitet.
Und mit fortschreitender Gewöhnung würden wir immer mehr in dieses nicht begriffliche Sein hineingleiten. So viel mal für jetzt. Vielen, vielen Dank. Diese Praxis wird weltliches Vipassana genannt, weil es immer noch einen Beobachter gibt, beobachtende Kräfte in uns, die mitbekommen, was passiert und die diesen Prozess der Sammlung in gewisser Weise kontrollieren, fördern. Dass es dabei zu Einsichten kommt, ist selbstverständlich. Aber es sind in diesem Bereich der weltlichen Einsichtsmeditation keine Einsichten, die prinzipiell einen Unterschied machen würden. Wir sind im dualen Bereich unterwegs, wo es ein meditierendes Subjekt gibt. Dieses fein, ruhige, subtil meditierende Ich, das ist ständiger Begleiter auf dem Weg der weltlichen Einsichtsmeditation, dualistischer Einsichtsmeditation. Ganz fein, ganz ruhig. Das kann gehen bis in die Dhyanas hinein, ja, bis in die feinsten meditativen Sammlungen. Das ist im Hintergrund immer noch ein Gewahren von dem, was passiert. Und jemand, der sich freut, so ruhigen Geist zu erleben. Jemand, der auch weiß, das macht nichts, wenn Geistesbewegungen kommen, weil die lösen sich dann auch gleich wieder auf. Da ist Einsicht. Ja? Da ist Einsicht in die vergängliche Natur von allem, was auftaucht. Aber diese Einsicht ist noch nicht so ganz durchdringend. Wir gehen mit dieser weltlichen Einsichtsmeditation bis in das, was wir den Gipfel nennen, den Gipfel der spirituellen Erfahrung im weltlichen Bereich. Das ist schon ganz, ganz köstlich, ja, ganz, ganz wunderbar. Das habe ich aber alles schon erklärt, deswegen gibt es jetzt nicht die ganzen Erklärungen ein zweites Mal. Jetzt machen wir eine kleine Pause, machen 10 Minuten Pause,
damit sich alle frisch arrangieren können. Also, dass ihr euch einen Tee machen könnt und dann treffen wir uns um 3:55 treffen wir uns wieder. Okay? So, da sind wir wieder. Ich möchte euch nur noch einmal versichern, dass das Bildschirmbild hier von euch wird nicht aufgezeichnet. Wir zeichnen über die Kamera auf, die mich alleine aufnimmt. Also alle, die hier ihren Bildschirm anhaben, ihr seid nicht in Gefahr für die Ewigkeit, da diese Unterweisung zu verschönern. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines Gefühl dafür geben, wie weit weltliche Einsichtsmeditation geht. Es geht tatsächlich bis in die tiefsten Sammlungsstufen der Geistesruhe. Und schon viele Praktizierende haben diese feinen, subtilen Sammlungsstufen für Erleuchtung gehalten, weil sie so unglaublich weit und offen sind und tatsächlich der Geist ja auch so klar ist, dass ein Erkennen stattfindet. Und in diesen weltlichen, also noch dualen, noch dualistischen Meditationen war der Buddha auch, wie es heißt, unterwegs in den Jahren, bevor er sich dann unter den Bodhibaum setzte, bevor er ausstieg aus dieser Art zu meditieren. Und niemand hatte ihm davon erzählt, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, zu praktizieren, als eben in diese Dhyanas einzutreten, in diese Vertiefungsstufen. Und wenn wir das aus heutiger Sicht beschreiben, was der Unterschied zwischen weltlicher und überweltlicher, nicht mehr weltlicher Meditation ist, dann ist es genau das Vorhandensein einer subtilen Identifikation mit der Meditierenden, mit dem Subjekt. Dieses feine Beobachten, was so fein wird, dass es überhaupt keine Bemerkungen macht. Das ist so wie eine still mitlaufende Kamera, die keine Bemerkung macht, die surrt nicht einmal, ja? Aber sie läuft die ganze Zeit mit. Und dieses feine Schauen, so um bemerken, was los ist, das ist Anzeichen davon, dass wir noch in dieser Welt von Subjekt und Objekt unterwegs sind. Und damals, wenn wir so zurückdenken, war nichts bekannt davon, dass es auch eine Art zu sein gibt, die nicht auf dieses subtil kontrollierende Beobachten angewiesen ist. Das war die Entdeckung. Das ist der Einstieg in die befreiende Form von Vipassana, wo man die Welt der bedingten Existenz hinter sich lässt. Alles, was noch im Dualen ist, ist bedingt durch Muster, ist noch kein radikales, die Wurzel gehendes Auflösen dieser Muster des
beobachtens, kontrollierens, sich auch an seiner Meditation freuens und so weiter. Und das führt uns zur zweiten Form der Einsichtsmeditation. Was ist jetzt der Schritt jenseits? Es muss um das Auflösen dieses Beobachtens gehen. Es geht um die subtil vorhandene Täuschung, jemand zu sein, der oder die meditiert. Diese feine Täuschung, die gilt es aufzulösen. Und so heißt es in dem zweiten Satz hier, die zweite Form der Einsichtsmeditation dient hauptsächlich dem Auflösen des Glaubens an ein persönliches Selbst durch Sammlung auf die 4 Wahrheiten der Edlen. Dieses Widerlegen vom Glauben an ein Selbst, das findet nicht durch Argumentation statt, sondern durch ein feines Beobachten von dem, wie es ist. Die 4 Wahrheiten kennt ihr, die 4 Erkenntnisse. So zunächst mal die Erkenntnis, die den Buddha auch motiviert hat, noch weiter zu gehen, ist, dass selbst in diesen subtilen Geisteszuständen, die er damals schon erlebte, immer noch dieses feine Kontrollieren spürbar war. Und dass, wenn er aus diesen Meditationszuständen draußen war, dass allmählich sich wieder die emotionalen Reaktionsmuster zeigten. Es war noch nicht die Lösung, nach der er suchte. Das ist Dukkha, die erste Wahrheit. Selbst in der feinen Meditation gibt es noch Spuren von Anspannung, von Stress, von Dukkha. Die Ursachen, das weiß man von der Betrachtung dann später, nachdem er die Lösung gefunden hat oder nachdem jeder von uns die Lösung finden kann. Die Ursache, weiß man, liegt in der Identifikation mit einem vermeintlichen Selbst. Der Person, die Erleuchtung erlangen möchte, diese Person, die ist das Problem. Versteht ihr? Das Streben selbst von jemandem nach Erwachen, nach Erleuchtung, zementiert subtil ständig den Meditierenden. Und jetzt ist diese Form der Einsichtsmeditation, die allgemeine Form von Einsichtsmeditation Vipassana nennen, wie es auch in den Vipassana-Zentren gelehrt wird, konzentriert sich auf diese Wurzel des Leidens, das Haften an einem vermeintlichen Ich, die Identifikation mit den sogenannten Skandhas, den Aggregaten, den Daseinsfaktoren. Davon gibt es 5, das ist eine schöne Aufteilung. Ich wiederhole sie euch kurz. Da ist zunächst mal das Skandha, also der Bereich unseres Erlebens, wo wir Formen wahrnehmen. Und dieses Wahrnehmen von Formen ist nicht nur visuell, das sind die Hörformen, also die Klangformen, das sind Geruchsformen, Geschmacksformen, körperliche Eindrücke und es sind die geistigen Formen, also eine Idee, die auftaucht, wird auch Form genannt. Und dieses Wahrnehmen von Formen geht einher mit dem zweiten Skandha, mit angenehm finden oder unangenehm finden oder im Moment weder noch. Ja, das zweite Skandha unterscheidet in dem, was da so wahrgenommen wird, zwischen dem, was einem angenehm ist oder unangenehm oder im Moment vernachlässigt werden kann. Und in der dritten geistigen Aktivität, da ordnen wir das, was wir gerade erleben, dem Vertrauten zu. Wir schauen, wie es sich einordnen lässt in das Spektrum der bereits gemachten Erfahrungen.
Das hat viel mit Benennen zu tun. Das ist ein Differenzieren, Unterscheiden. So, eigentlich geht es vor allen Dingen darum, kenne ich nicht. Das ist so etwa, das kenne ich schon aus dem Körper. Das ist ein Ziehen, ja, und so im Oberschenkel. Oder, das ist ein Gedanke. Oh, das ist ein Gedanke an die Zukunft. Das alles Zuordnungen. Und das ist eine Aktivität im dritten Skanda, ein Bereich der geistigen Aktivität, der uns immer das Gefühl gibt, mit Vertrautem unterwegs zu sein. Das, was ich jetzt erlebe, gehört ungefähr in die Schublade, in die Kategorie des Erlebens. Wir werden auch aufmerksam auf das, was wir nicht kennen, und dann zoomen wir dort ein bisschen rein und versuchen das so weit zu erkennen, bis wir es zuordnen können. Und damit sind wir beim vierten Skanda der geistigen Gestaltungen, die sehr differenziert sein können, sehr fein. Das sind 5 allgegenwärtige, 5 das Objekt vergewissernde Geistesfaktoren, das sind heilsame, da zählt man 11 zum Beispiel dazu, 20 nicht heilsame, aber das ist beliebig. Mit diesen Zahlen, da müsst ihr euch nicht aufhalten. Es gibt Grundfunktionen des Erlebens, die immer anspringen. Es gibt die, die uns helfen, uns besser zurechtzufinden. Und es gibt die, die dann, wie wir das Erleben weitergestalten, die öffnend wirken. Und es gibt die, die einengend wirken. Und dann gibt es noch welche, die mal so und mal so wirken. Das sind die rund 50 geistigen Gestaltungen, die man mit Leichtigkeit unterscheiden kann. Und das, die Summe von all dem, mit all den Sinnestoren, die da aktiv sind, unsere 6 Sinnesfelder, führt zu unterschiedlichen Bewusstseinszuständen. Diese Tatsache, bewusst zu sein in all diesen Bereichen, ist das 5. Skanda. Und mit diesen 5 Skandas, mit diesen 5 Aggregaten, haben wir eine Beschreibung all unseres Erlebens. Alles kann man dem zuordnen. Und jetzt geht es darum, in der ersten Form von Einsichtsmeditation, diese 5 Skandas zu untersuchen. Und wir finden heraus, erstmal analytisch, aber dann natürlich in ständiger Meditation, dass sie sich ständig wandeln, dass sie ständig anicca sind, also nicht beständig. Dass da nichts Beständiges zu finden ist. Wir finden heraus, dass ein Greifen, eine Identifikation damit zu Stress führt, zu Leid, zum Festhalten, im Widerspruch zu der sich wandelnden Natur des Seins. Und dass wir jetzt, wenn wir in sie hineinschauen, in alle 5, eins nach dem anderen, abwechselnd, mal auch alle zusammen, dass wir nie ein Ich finden können. All diese 5 Bereiche unseres Erlebens, die zusammen unser Gesamterleben ausmachen, sind ohne ein Selbst, ohne dieses Ich. Und diese Einsicht, die wird kultiviert durch anhaltende Einsichtsmeditation, durch ein anhaltendes Unterscheiden, Analysieren, tiefes Hinschauen, tiefes Hinspüren, bis die Einsicht so in den nichtbegrifflichen Bereich rutscht und im nichtbegrifflichen Bereich sich dann auch diesen beobachtenden Mustern zuwendet und auch in den beobachtenden Mustern kein Ich zu finden ist. Und tatsächlich wartet man immer dann auf den Moment und der kommt irgendwann, wo es plopp macht. Ja, einfach dieses immer mal wieder hinschauen, das so anticken, auf das vermeintliche Selbst zu schauen, führt irgendwann dazu, dass man in einem offenen Sein landet, ohne zu beobachten. Und das ist die Entdeckung des Nicht-Selbst. Das ist der Moment. Ja, das ist, worum es geht in dieser Praxis der Selbstbefreiung. Man könnte
Man kann es natürlich, geht es um das Individuum, was in die Befreiung geht, dieser Geistesstrom, der Befreiung erfährt. Man könnte aber auch in einem Wortspiel sagen, wir sind endlich mal befreit vom Selbst. Ja? Also so Selbstbefreiung im Sinne, die Täuschung, ein stabiles Selbst zu haben, ein nicht dynamisches, veränderliches Selbst, die ist aufgehoben. Okay? Zusammenfassung von dem, was wir Einsichtsmeditation in dem Fahrzeug der Selbstbefreiung nennen. Und das will ich jetzt natürlich mit euch praktizieren. Ist ja klar, oder? Wir lassen nichts aus. Also jede Chance zur Einsichtsmeditation wird hier genutzt, also fast jede, weil sonst würden wir nie fertig werden. Also, seid ihr bereit? Macht euch bereit? Ihr wisst schon, ne? Ich kann euch nicht in diese non-duale Erfahrung hineinführen, sondern immer nur an den Rand. So, ja? Also, und der Rest ist dann halt dieses Plop, was irgendwann passiert. Ja? So dieses sich vergessen und irgendwie sogar die Instruktionen vergessen, alles was gesagt wurde, alles wird vergessen. Niemand meditiert mehr. Ja? Okay. Kann man nicht machen. Es beginnt wie immer mit Spüren, Fühlen, Wahrnehmen. Die Inhalte unseres Wahrnehmens nennen wir die Formen. Aber dieses Erleben, Körperempfindungen, das Sehen, Hören und so weiter, all diese Prozesse sind eben Prozesse. Wir werden uns der Anicca-Qualität, der unbeständigen Qualität, der sich ständig verändernden Qualität des Erlebens in den verschiedenen Sinnesfeldern bewusst.
In dieser Phase der Einsichtsmeditation arbeiten wir ganz stark mit Anicca, dem Gewahrwerden, dass es da nichts Solides gibt. Dass es in den Empfindungen, in den Gefühlstönungen nichts gibt, was bleibt. Dass es in all diesen geistigen Aktivitäten und Bewusstseinszuständen nichts gibt, was bleibt. Während wir erleben, ändert es sich. Und wenn dieses Gewahrsein der unablässigen Dynamik, wenn das stark wird, dann merkt ihr, wie gleichzeitig das Greifen abnimmt. Wir greifen nicht hinein in diesen Strom des Erlebens. Die Täuschung, dass wir irgendetwas festhalten könnten, die verringert sich, die wird weniger und führt zu weniger Greifen, weniger festhalten wollen. Wir bemerken die Fluktuationen von Dukkha. Ein bisschen Stress, wenn uns was irritiert, ein bisschen haben wollen und dann wieder weniger, wenn wir wieder ins gelöstere Sein finden. Ein bisschen unwohl im Körper und schon eine gewisse Enge und Unruhe.
Wenn wir Dukkha kontemplieren, wird unsere Einsicht in die Mechanismen von Samsara immer tiefer. Dieser Stress, dieser Kampf mit der Vergänglichkeit, mit der dynamischen Natur des Seins, bedingtes Entstehen, das uns Erfahrungen bringt, die wir gar nicht machen wollen, unangenehm. Abhängiges Entstehen, was dazu führt, dass angenehme Erfahrungen allzu schnell vorbei sind. Und wir beginnen uns damit anzufreunden, damit vertraut zu werden, dass es in all diesen Prozessen des Erlebens nirgendwo ein Ich zu finden gibt. Das passiert, das geschieht, das vollzieht sich. Sehen, hören, fühlen, denken.
Anatta, kein Selbst, kein Ich zu finden. Zunächst unterscheiden wir, analysieren, vergewissern uns immer wieder. Ist da jemand? Und dann lassen wir los, wieder einmal niemand zu finden. Die Aufmerksamkeit richtet sich immer wieder auf dieses Wollen und Nichtwollen. In all dem nichts Stabiles zu finden. Weder im Leid, noch in der Freude, noch im Gleichmut ist da irgendjemand zu finden. Wir schauen immer wieder nach.
Und wir richten die Aufmerksamkeit auch auf diejenige, die schaut, den Meditierenden.
Wir ruhen in einem stillen Sehen dieser Natur des Seins ohne etwas Stabiles, ohne einen Wesenskern, den wir Ich nennen könnten. Vielen Dank. Mit diesen Meditationen auf Anicca, Dukkha, Anatta geht ein Prozess des allmählichen Loslassens einher. Wir sind immer vertrauter damit und wir kurbeln nicht ständig das an. So, wenn ihr solche Kurse macht, dann wird euch manchmal empfohlen, ganz oft zu sagen Anicca oder Dukkha, Anatta und so, aber das wird weniger und weniger. Wir ruhen im Sein, im sehenden Sein, also wir ruhen in diesem Gewahrsein, wie es ist, immer mehr. Und dieses Gefühl von jemandem, der irgendwo hingeht, das lockert sich. Das Gefühl von jemandem, der das Erwachen anstrebt. Eine Person, die leidet, eine Person, die erwacht, das lockert sich. Und dieser Prozess wird oft unterstützt durch etwas, was wir Labeling nennen, durch ein Benennen, Denken, Wahrnehmen, Fühlen. Ja, wir benennen manchmal die Prozesse, um uns klarer zu machen, dass es sich um Prozesse handelt. Okay, können wir machen. Auch dieses Benennen, dieses unterstützende Benennen der prozesshaften Natur des Seins, auch das wird irgendwann hinderlich und muss aufgegeben werden. Bis es uns möglich ist, so uns dank der stärker werdenden Sicht der Natur des Erlebens, ohne einen Wesenskern, ohne irgendwas Fassbares im Erlebenden, uns tatsächlich auch zu vergessen. Ja, das ist der Weg der Befreiung, wie ihn der südliche Buddhismus vorwiegend lehrt. Ist aber auch Teil der Praktiken im nördlichen Buddhismus, im Mahayana. Und ihr merkt, da ist zu Anfang, ja, es ist gut, wenn wir anfangs untersuchen und analysieren und dann wird das immer feiner.
Ja, diese Prozesse werden feiner, diese Sammlung nimmt zu, die innere Klarheit nimmt zu und damit brauchen wir viel weniger benennen. Wir beginnen auch dort, so wie wir es aus dem Mahamudra kennen, in der Schau zu ruhen, in der Sicht zu ruhen. Und entdecken diese Prozesse, die wir die 5 Skandhas nennen, Formen wahrnehmen, Gefühlstönungen, unterscheiden, gestalten, Bewusstsein. Wir erkennen sie als das, was sie sind. Sie geschehen und sie entstehen aufgrund von Bedingungen. Sie verändern sich aufgrund von Bedingungen. Und da findet ein zunehmendes Loslassen statt. Dieses Loslassen, darum geht es. Sich immer weniger identifizieren, weil die Täuschung offenkundiger wird und immer offenkundiger auch im nicht begrifflichen Verstehen ankommt. Und so führt dieses Gewahrsein allmählich in ein, soll man sagen, in ein fließendes Erkennen. Alle Meditationszustände und auch die aufgewühlteren Geisteszustände, all das wird wahrgenommen, ohne dass es da einen Jemand hat, eine Person, die das erleben wird. Es findet eine größere Öffnung statt, auch in die Dhyanas hinein, die wandeln sich dann auch zu Einsichtsmeditation. Auch die tieferen Sammlungen werden mit der Zeit durchdrungen von diesem Geschmack des Sehens. Ja, das geht. Wir müssen nur ausreichend Interesse dafür haben, zu sehen. Es muss ein Interesse, das Interesse, sehen zu werden, so wirklich zu schauen, wie es ist, ob es das Ich gibt oder nicht. Und so dieses Interesse muss wachgehalten werden, um es sich nicht einfach gemütlich zu machen in diesen ruhigen Geisteszuständen. Das ist der Weg, zusammengefasst, sehr zusammengefasst, wo wir in die Erfahrung der Befreiung finden können. Befreiung bedeutet hier Ende der Täuschung, Ende der Annahme, es gäbe da irgendwie ein individuelles, stabiles Selbst. Das kann man sich so vorstellen, für die meisten Praktizierenden ist das ein Wiederholen und Wiederholen und immer wieder schauen, Anicca, Dukkha, Anatta, immer wieder damit unterwegs sein, bis das alles so vertraut wird und tief das Loslassen geschieht. Und dann kommt es zu diesen Phasen, wo wir nicht mehr in der Täuschung unterwegs sind. Diejenigen, die sich in dem Weg der Theravada-Schule besser auskennen, mögen mir verzeihen für diese sehr knappe Zusammenfassung. Da gibt es noch einiges Zusätzliches zu erzählen, aber das ist so die Essenz. Und wir betrachten die Dinge jetzt natürlich schon aus dem Winkel der Mahayana-Praxis. Und da fällt dann auf, dass es noch einen Bereich gibt, wo das Gewahrsein gestärkt werden müsste. Und deswegen sprechen wir von einer dritten Form der Einsichtsmeditation. Das ist die nicht weltliche Form von Vipassana des großen Fahrzeugs, also für Bodhisattvas. Und ich habe euch schon an vielen Stellen erklärt, dass die Bodhisattvas, also die sich dafür einsetzen, dass alle Geistesströme aus der Täuschung erwachen,
dass die ja immer wieder in die Welt, in diese bedingte Welt des Entstehens zurückkehren und sie brauchen, um sich nicht zu verheddern in dieser Welt, brauchen sie eine weitergehende Einsicht in die Natur aller Phänomene. Also nicht nur was das Subjekt angeht, sondern alles, was wahrgenommen wird, was erlebt wird. Also der andere, die äußeren Sinneserfahrungen, das vermeintlich Verführerische in Samsara, das vermeintlich Schlimme in Samsara. Überhaupt Samsara als Ganzes muss durchschaut werden, um nicht ein Ort der Verstrickung zu sein für die Bodhisattvas, die daran aktiv sind. Also sie brauchen, wie soll man sagen, ein ganz heißes Weisheitsfeuer, was in der Lage ist, alles zur Einsicht zu nutzen, jede Situation. Weil sonst würden sie sich wieder verheddern in Täuschung. Geht nicht. Es müssen also alle Bereiche des Erlebens durchdrungen werden mit Gewahrsein. Und das ist, was man den Vipassana-Weg des großen Fahrzeugs beschreibt, benennt. Und da haben wir jetzt eine Serie von Zusammenfassungen hier im Text. Wenn ihr schaut, da gibt es zuerst die Zusammenfassung im Samdhyani-Mochana Sutra, ein Mahayana Sutra, was in 3 unterscheidet. Ein Vipassana, das aus begrifflichem Unterscheiden von Merkmalen entsteht, ein Vipassana, das aus eingehendem Untersuchen entsteht, und ein Vipassana, das aus detailliertem Untersuchen entsteht. Also, das erste ist das Untersuchen der Merkmale von dem, was wir erleben. Das ist schon mal sehr ähnlich mit dem, was wir bisher gemacht haben. Die Merkmale, die wir hier untersuchen, ist, dass bei allem, was im Erleben auftaucht, wir tatsächlich, so wie vorhin, die Aufmerksamkeit auf das Vergängliche richten, also die dynamische, vergängliche Qualität des Erlebten, dann, dass alles, was wir beobachten können, was Merkmale hat, bedingt entstehend ist und dass die Verarbeitung von dem, was wir da so erleben, dass das eine illusorische Qualität hat. Dass wir Merkmalen, also zum Beispiel Formen, Farben, Geschmäckern, Klängen, aufgrund ihrer Merkmale eine Existenz zuordnen, wo aber tatsächlich alles in Bewegung ist, alles bedingt entstehend und vergehend ist und alles von einer zusätzlichen geistigen Aktivität eine illusorisch zugedachte Existenz bekommen. Das ist das Merken. Das Unterscheiden von Merkmalen ist schon sehr, sehr fein und bereitet den Boden dafür, für das, was wir hier das eingehende Untersuchen denken. Und in diesem eingehenden Untersuchen ist wieder ein ähnlicher Prozess, aber hier sind wir jetzt mit allen Aspekten des Erlebens befasst, nicht nur mit dem vermeintlichen Ich, sondern wir sind mit allem befasst, was im Erleben auftauchen kann. Und dieses eingehende Untersuchen, damit ist eine so eindringende Schau gemeint, dass wir im Erkennen der, wie soll man sagen, der wahren Seinsweise, der wahren Bedeutung der Dinge landen. Das ist der Moment der ersten non-dualen Schau. Und dann mit der dritten Form wird diese Erkenntnis noch stabilisiert. Das kann man jetzt noch weiter ausführen. Ne? Da gibt es eine 4er-Unterteilung. Da gibt es eine alternative Aufteilung in 4 Formen von Vipassana. Im Samdhyani-Mochana Sutra wie auch
im Abhidharma Samuccaya, also in der Zusammenfassung von Vasubandhu, da finden wir das genaue Unterscheiden der Phänomene. Das ist eine Weisheit, die sich auf alle auffindbaren Phänomene konzentriert, wie etwa das Fokussieren auf das Reinigen von Verhalten. Das befremdet erstmal. Reinigen von Verhalten, das ist doch, da wissen wir doch auf einer ganz anderen Ebene. Es geht doch gar nicht um Verhalten. Ihr müsst euch das immer übersetzen. Wenn ihr Handeln oder Verhalten oder so etwas hört, müsst ihr euch das immer übersetzen. Handeln oder wie ich mich verhalte, das entsteht ja im Geist. Ja? Wir sprechen jetzt nämlich schon Mahayana-Vokabular. Tatsächlich geht es darum, wie ich reagiere, also wie es reagiert, wenn wir mit Sinneseindrücken, also mit all unseren Erfahrungen in Berührung kommen. Was passiert da eigentlich? Also was passiert, wenn wir Verhalten reinigen? Das bedeutet, dass wir aus der Täuschung aussteigen, dass in unserer Reaktion auf das, was wir erleben, nicht mehr die dualistische Täuschung aktiv ist. Wow, das ist tief, das geht sehr tief. Ja, dass unser Verhalten in dieser Welt ist von einem Greifen geprägt. Und jetzt geht es um das Entwickeln von einer Einsicht, die uns aus diesem Greifen herausführt und damit unser Verhalten reinigt von dem Irrtum, die Dinge, die wir erleben, die würde es wirklich geben, inklusive uns selbst. Dieser Irrtum, der wird aufgelöst und führt dazu, so ähnlich wie wir es vorhin erlebt haben, dass wir in Bezug auf uns selbst und alles, was die Inhalte des Erlebens sind, aus dem Greifen herausfinden. Und das machen wir in der nächsten Meditation wieder nach einer kleinen Pause. Okay? Wieder 10 Minuten Pause, das war jetzt die Vorbereitung, damit ihr nachher wieder frisch seid. Also lasst viel frische Luft rein, bewegt euch ein bisschen, trinkt was, schaut, dass ihr 10 nach 5 wieder da seid und möglichst frisch für die Schlussrunde vom heutigen Abend, vom heutigen Nachmittag. Also wir machen gleich weiter und die Frage an euch ist, bei denjenigen, die einen Text neben sich liegen haben, ihr findet euch zurecht mit den Überschriften, die ich da eingebaut habe. Daumen hoch, ja, für die, dies klappt das, ja, okay, Iris sehe ich, ja, okay, gut. Das ist, ich versuche es dem Thomas, der diese Abschriften dann indiziert mit den Textstellen und so weiter, der das Nachstudium dann uns so erleichtert, ich versuche mich daran zu halten, dass ich immer, wenn so eine von mir mit Pfeil eingeschobene Überschrift kommt, in der Übersetzung von Judith, die ich ein bisschen überarbeitet habe, aber das ist ihre Übersetzung, ich versuche mich daran zu halten, dass wir genau dann eine Meditation machen. Das ist die Idee. Aber es kann passieren, dass es auch mal anders kommt. Okay. Seid ihr soweit? Wenn ihr diese Aufteilung in 4 Formen von Vipassana euch anschaut, wo wir jetzt gerade drin sind, das genaue Unterscheiden, ganz genaue Unterscheiden, gründliche Untersuchung und gründliche Analyse, dann heißt es ja danach immer der Phänomene. Alles bezieht sich hier im Mahayana auf
alle Phänomene. Es geht also nicht mehr nur um das Anatta der Person, das Nicht-Selbst von der meditierenden Person, sondern es weitet sich jetzt aus auf Shunyata, die leere Natur aller Phänomene. Damit ist alles Erleben gemeint. Das ist genau, was ich vorhin so beschrieben habe, dass es das ja braucht, dass Bodhisattvas alles, was passiert, durchschauen, dass sie die wahre Natur des Erlebens tatsächlich in allem mitbekommen und möglichst nie in der Täuschung landen. Egal wie heftig die Erfahrungen sind, egal wie angenehm die Erfahrungen sind. Dazu gehört, dass die Täuschung von einem real existierenden individuellen Selbst, dass die auch aufgelöst ist, das gehört mit dazu, das gehört zu den Phänomenen dazu und es ist halt auf alle Lebensbereiche ausgedehnt. Und dieses genaue Unterscheiden der Phänomene, das wollen wir jetzt üben. Also wir üben es einfach ein bisschen, so ein paar kleine Hinweise. Wir sprechen über einen lebenslangen Prozess. Wir sprechen über etwas, was wir nicht gerade mal nur so kurz machen. Jetzt mache ich einen 8-Tageskurs über Einsichtsmeditation. Danach sollte es ja eigentlich Paletti sein, oder? Das geht schon, das geht schon. Nichts steht dem im Wege, außer unseres eigenen Greifens. So, die Gewohnheit. Ich sehe, ihr seid soweit, ihr habt es euch eingerichtet. Alle Phänomene, unser gesamtes Erleben ist das, was wir nun untersuchen werden. Alles, was erfahrbar wird, und zuerst mal müssen wir es erleben. Also ich bitte euch, alle Sinnesfelder zu öffnen, zu merken, wie lebendig wir sind. Und in diesem lebendigen Erleben aktivieren wir das Weisheitsfeuer, Prajna, die unterscheidende Weisheit, die fein wahrnehmende Fähigkeit zu sehen. Und wir aktivieren dieses Gewahrsein genauso wie vorher, indem wir uns zunächst mal bei allem darauf ausrichten, die Unbeständigkeit zu spüren. Und wir machen da keinen Unterschied zwischen innen und außen. Es gibt keine inneren und äußeren Wahrnehmungsmuster.
sondern nur erleben. Alles findet im selben Geist statt. In diesem dynamischen Erleben öffnen wir uns für die nicht fassbare Qualität genau dessen, was wir jetzt gerade erleben. Alles, unsere Welt, die jetzt erlebte Welt in ihrer nicht fassbaren Natur. So real und zugleich so dynamisch. Eine dynamische Wirklichkeit und unsere Aufmerksamkeit darf irgendwo hingehen, wo immer auch sie hingehen möchte, was auch immer ins Bewusstsein kommt. Wir sitzen wie im Weisheitsfeuer und sehen alles in dieser nicht fassbaren Qualität. Ich-Impulse sind genauso wenig fassbar wie Eindrücke, die vermeintlich von außen kommen.
Und ihr merkt, da ist so etwas aktiv in uns, könnt es vielleicht so ein bisschen so beschreiben. Ist da was fassbar? Gibt es da was Solides? Ein Hinschauen, ein Hinspüren, ein Unterscheiden. Ah, tatsächlich. Nichts zu fassen. Und immer wenn wir bei diesem Nicht zu fassen sind, dann lassen wir los. Wir fragen nicht weiter, wir untersuchen nicht weiter, wir erlauben uns in dieses einfache Wiedererkennen hineinzugleiten. Versucht gar nicht erst, euch in eine Trance hinein zu meditieren. Bleibt natürlich gelöst und nur wenn ihr euch verstrickt, dann schaut wieder hin, ob da wirklich irgendetwas ist, was verstricken könnte. Oder jemand, der sich verstricken könnte.
wieder so eintunen in diese nicht fassbare Qualität des Erlebens. Das macht uns weich, geschmeidig. Ob wir nun etwas hören, wie diese Stimme, etwas dazu denken, den Körper spüren, emotionale Bewegungen. Immer spüren wir hinein. Und öffnen uns wie in so einem Erstaunen dafür, wie wenig fassbar das ist. Wir diskutieren also nicht innerlich, ob es etwas gibt oder nicht gibt. Es wird ja erlebt. Das Erleben selbst ist aussagekräftig genug und wir untersuchen die Qualität dieses Erlebens. Wie ist es genau, all diese Phänomene zu erleben?
Shunya, die nicht fassbare Qualität des Erlebens, schiebt sich in den Vordergrund. Und Sein oder Nichtsein ist hier gar nicht die Frage. Wie vollzieht sich das Erleben? Ich-Impulse, Ich-Gedanken, andere Gedanken. Wir machen keine künstlichen Unterschiede zwischen den Geistesbewegungen.
formt sich etwas, da verändern sich Erfahrungen, da wirken Kräfte. Vielen, vielen Dank wiederum. Vielleicht könntest du das Licht anmachen im Raum. Oh, so leicht hat man die Erleuchtung noch nie. Okay. Ich habe in dieser Meditation, da bin ich so reingeglitten, diese Meditation und die nächste schon so ein bisschen zusammengeführt. Ja? Es ist nicht nur ein reines Schauen auf unser Verhalten gewesen, auf unser Greifen ausgelöst durch das, was wir erleben, sondern schon sehr stark der Blick drauf, wie die Phänomene, nach denen wir greifen, nicht greifbar sind. Also eigentlich schon die leere Natur der Dinge haben wir sehr im Fokus gehabt. Und das ist eigentlich der beste Weg, um aus den emotionalen Reaktionsmustern auszusteigen. Über die Einsicht wirklich, dass es da gar nichts gibt, gegen das irgendjemand kämpfen müsste oder das man irgendwie ergreifen könnte oder auch auf die Person gerichtet, jemanden, der etwas ergreifen könnte, der etwas sein könnte. All diese, ja, wir untersuchen das so. Und dieses Untersuchen wird dann im nächsten Schritt, den machen wir dann morgen, das wird dann noch ein bisschen feiner, noch ein bisschen genauer. Ja, so viel an den geleiteten Meditationen für heute. Jetzt gibt es noch ein bisschen Möglichkeit für einige Fragen. Und okay, Tobias, wir haben die Möglichkeit, dass die reinsprechen können. Ne? Wir probieren das mal. Also wer etwas klären möchte von dem, was heute gesagt wurde, der kann das gerne. Der kann das gerne machen. Unsere Gruppe im Gruyère ist ja auch ziemlich zahlreich, oder? In La Pas-Dieu. Das ist ja erstaunlich. Und gibt es denn irgendwo Fragen? Ihr dürft sie natürlich auch in den Chat schreiben. Oder euch einfach laut schalten.
Hilmar, ich habe eine Frage. Kannst du mich hören? Oh, und wie ich dich hören kann. Super. Okay. Ja, Grüß dich, ja, Richard. schön, dich zu sehen erstmal auch. Ähm, ich habe jetzt gemerkt, dass mir nicht so klar ist, wie das ist, wenn ich nur auf die Lehre von dem Ich gehen soll. Weil wenn ich meditiere, dann schaue ich mir ja an, so gehe ich damit um, schaue mir an, was sich da alles verändert. Die Mhm. Dynamik und lasse versuchen, nicht einzugreifen. Und jetzt Mhm. heißt es ja immer so, dass im Hinayana ja nur dann die Leerheit vom Ich betrachtet wird, selbst. Ja, das ist Propaganda. Und Das ich habe ist, gerade mal probiert, wie kann ich das dann darauf reduzieren? ja. Und dachte, das ist ja extrem schwierig. Ich weiß es nicht, wie das gehen soll. Du, Richard, streng dich ja nicht an, um das hervorzurufen. Das ist reine Propaganda. Als würden die im Hinayana, in dem kleinen Fahrzeug, irgendwie nur auf das Nicht-Selbst der Person meditieren. Die meditieren natürlich auch auf die vergängliche, nicht fassbare Natur aller Phänomene. Zumindest heute tun sie das in den Vipassana-Zentren. Ja, also lass dich nicht darauf ein, so eine, ja, so eine Reduktion, so, damit man sich irgendwie im Mahayana besser fühlt. Das brauchen wir nicht. Aber Ich wüsste auch gar nicht, wie es geht. Also das ist mein ja, ich Problem. habe es ja vorhin mit euch gemacht, so geht es. Ja, also, dass du dich aber schon daran gewöhnt hast, alle Phänomene so in ihrer nicht fassbaren Natur zu meditieren, in ihrer vergänglichen Natur und so, das brauchst du auf keinen Fall rückgängig zu machen. Ja. Ne? Also du musst das jetzt nicht extra noch dazu lernen und wir müssen auch nicht glauben, dass das heutige Vipassana und Theravada das so machen würde. Das bezieht sich auf bestimmte Schulen. Ja? Da gab es mal eine Schule, die hieß die Vaibhashikas. Die gibt es in geringer Ausprägung heute auch noch. So etwa 15% im Theravada folgen dieser Vaibhashika-Schule. Und da wurden die äußeren Phänomene aus unserer Sicht unzureichend untersucht. Da spricht man von existierenden, unteilbaren Partikeln, aus denen die materielle Welt aufgebaut ist. Da spricht man von Momenten des Erlebens, aus denen die Zeit aufgebaut ist. Also ja, da gibt es so die Überzeugung, die Skandhas sogar hätten eine gewisse Existenz. Also es gibt da noch so Reste von Wirklichkeitsglauben, auch innerhalb von buddhistischen Schulen, auf die sich dann solche Bemerkungen beziehen. Ja, dem kann man manchmal begegnen, dass der Zeit, also den Zeitmomenten, eine gewisse Existenz zugeschrieben werden, dass es so etwas wie letzte unteilbare Partikel gibt, aus denen die äußere Welt aufgebaut wird und so, dass das Erkennen der dynamischen Natur aller Phänomene nicht bis ins Letzte so vorangetrieben wurde. Das gibt es manchmal, aber wir brauchen jetzt nicht weiter uns damit zu befassen. Ja. Okay, Danke. mal gucken, was noch angestoßen wurde als Frage oder Bemerkung. Also ich finde es schon mal ganz toll, dass wir miteinander jetzt in so eine Retreat-Woche starten. Das finde ich schon mal ganz, ganz toll. Oh, ja. Moksha Vayavi, hast du gerade was sagen wollen, Ellen? Nee. Ja, Christine. Ja, hallo. Erstmal könnt ihr mich verstehen? Top. Super. Ähm, also erstmal vielen, vielen Dank für die schönen Meditationen. Das ist ein wunderbarer Einstieg, finde ich. Ich habe eine Frage zu diesem nicht fassbaren Selbst oder dieser Illusion des Ich. Wir gehen ja in diesen Meditationen schon so vor, dass wir die Dinge untersuchen. Und ich merke dann, wie ich in der Meditation mir bestimmte Fragen stelle, wie zum Beispiel,
was von dem, was ich vor 5 Minuten erlebt und gedacht habe, ist jetzt noch da. Und dann ist es meistens eigentlich gar nichts mehr. Ne? Ich könnte gar nicht mehr sagen, was ich vor 5 Minuten gedacht habe. Aber sobald es kommt zu dieser Frage, gibt es da ein Ich? Wenn ich nicht nachdenke, ist meine Antwort immer ganz klar. Ja, natürlich gibt es da ein Ich. Und das ist irgendwie so unverrückbar. Es sind so viele Dinge, die sich verändern, auch in meiner Wahrnehmung, Ja, aber diese richtig. Wahrnehmung des Ichs gar nicht. Ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann das mit all diesen Fragen, die wir uns stellen, kann ich diese Überzeugung gar nicht erreichen oder zum Wanken bringen. Überhaupt nicht. Ja, kannst du doch, kannst du doch. Du wirst dich mit der Zeit, du musst einfach ein bisschen dranbleiben, so, ja, ein bisschen dranbleiben, wie es sich wirklich verhält. Und zu Anfang ist es genauso, wie du beschreibst. Das kommt einem wie so eine unverrückbare Bastion vor. Und da braucht es ein gewisses intellektuelle Arbeit auch. Ja, also das ist dieser analytische Bereich, wo wir tatsächlich unseren Verstand nutzen, um zu schauen. Das ist das eine, sodass der Verstand mit auf unserer Seite ist, sozusagen auf der Seite des Forschens. Und dann wieder ein aufrichtiges Hinschauen. Es ist doch klar, wenn du dich fragst, was vor 5 Minuten passiert ist, was du da gedacht hast, da gibt es ja eine, die sich das fragt. Und die ist dadurch wieder bestätigt worden. Ja? Und wie kriegst du das jetzt hin, die Fragende zu finden? Die ist ja jetzt, hat ja das Gefühl, dass es sie gibt. Ja. Und diese Innenschau, wo ist diese jemand, die fragt und sucht und findet oder nicht findet? Das braucht, weißt du, diese Art des Fragens ist so, dass wir fragen, ohne eine Antwort zu erwarten. Es geht also uns nicht darum, dass wir jetzt irgendwie eine Bestätigung erfahren, aha, siehe, schon wieder nichts gefunden oder so, ist ja klar. Ne? Nee, sondern wir sind auch da in dem Staunen, wie real sich das Ich anfühlt. Und wenn wir es suchen, wenn wir irgendwie die Aufmerksamkeit ins Zentrum des Erlebens richten, ja, so, dieses Staunen, das ist der Einstieg in die Erkenntnis. Dieses, dann kommen wir so zu allen möglichen intellektuellen Antworten, dass wir denken, das Ich wäre wie ein Chamäleon, was in den Erfahrungen ist und sich immer wieder versteckt oder. Ja, wir kommen mit allem Möglichen, kommen wir dann an, um uns zu entlasten, um irgendwie so argumentativ noch so das aufrechtzuerhalten. Aber eigentlich geht es nur um dieses Staunen, ob dieses Mysteriums so, dieses Wow, dieses Wunders, wie sich etwas so wirklich anfühlen kann und so nichts Beständiges hat. Ja? Keine Form, keine Farbe und so weiter. Also da möchte ich dich einladen, in dieses staunende Hinfühlen, so, ohne dass du dabei bist, dich zu überreden von etwas. Ja, danke. Wenn wir einem Menschen gegenüber sitzen im Gespräch, das ist auch so eine tolle Übungssituation. Da könnten wir das auch üben. Wir sind ja ganz konkret angesprochen. Die andere Person sieht mich ja auch. Für die scheine ich zu existieren und die existiert für mich. Und dabei können wir gleichzeitig, so wie ich jetzt dich anschaue und so wir im Gespräch sind, dabei können wir gleichzeitig die eigene Natur und die Natur des Erlebens vom anderen kontemplieren. Und immer wieder diesen Raum öffnen für das, was nicht so fest ist, wie es zu sein scheint. So.
Also Einsichtsmeditation, ich danke dir auch für diese Frage, ist wirklich nicht, sich von etwas überzeugen zu wollen. Also irgendwie so, jetzt muss ich das Dogma der Kirche irgendwie schlucken und mich davon überzeugen, dass es so ist. Nee, das ist so ein feines Hineinspüren und dadurch werden wir auch feiner. Ja? Ich sehe, wie du so nachdenkst, ein bisschen sinnierend wirkst du. Mhm. Darf ich noch eine Nachfrage stellen dazu? Ich kann das, was du sagst, sehr gut nachempfinden und kann das auch aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Und ich finde auch besonders im Gespräch oder in Kontakt mit anderen Menschen finde ich diese Ebene ein bisschen leichter erreichbar. Und auch mit der Veränderlichkeit und mit dem dynamischen Geschehen und so weiter kann ich mich sehr gut verbinden. Das ist auch irgendwie eine Wahrheit, die spürbar ist. Und trotzdem gibt es sowas wie eine Überzeugung eines Wesenskerns. Macht nichts, bleib dran. Macht nichts. Ich will dir das nicht ausreden. Damit kann man gut leben mit dieser Überzeugung. Irgendwann wird sie manchmal ein bisschen störend, aber nee, also die Überzeugung. Wenn du doch überzeugt bist, dann, wenn du willst, prüf's ein bisschen, aber versuch nicht, dir etwas auszureden. Denn das, was du als stabil und verlässlich erlebst, ist ja vielleicht stabil und verlässlich, aber vielleicht nicht der Rest. Mal gucken. Guck einfach rein. Okay, danke. Okay. Ich sehe, da sind zwei in der Leitung. Ich kann aus der Entfernung nicht so gut lesen, aber Micha und Iris sind das, glaube ich. Micha, du wärst zuerst. Ja, ich konnte gar nicht so genau eine scharfe Trennlinie sehen zwischen der zweiten und dritten Meditation. Also ich nehme ja auch das vermeintliche Selbst, das nehme ich alles mit den Sinnesbereichen wahr oder es wird wahrgenommen und ich sehe schon, dass das nicht greifbar ist. Ich erlebe das. Und genauso ist es ja auch mit den Phänomenen. Aber wo hört es jetzt auf, dass ich dieses vermeintliche Selbst wahrnehme und wo beginnen diese sogenannten äußeren Phänomene? Also das verschwimmt alles so. Oh, da bin ich aber froh, dass du keine Trennlinie gefunden hast. Ich sehe nämlich auch keine. Okay. Gut. Also, ich weiß nicht, ob das sehr entlastend ist, aber tatsächlich setzt sich das Ich-Gefühl aus einer Summe beliebiger Phänomene zusammen, mit denen wir uns identifizieren. Und wo genau unsere Identifikation spielt und wo nicht, das kann man gar nicht für alle gleichermaßen beantworten. Manche identifizieren sich mit ihren Körperempfindungen, für andere sind das wie äußere Dinge. Ja, also das ist gar nicht so festgelegt, wo das Ich-Gefühl ansetzt. Manche identifizieren sich mit ihrer Nation. Ich denke, für viele andere ist das überhaupt sehr, sehr äußerlich und kein Grund, sich zu identifizieren. Ne? So, weißt du, verstehst du, das ist so. Ja? Okay, dann stimmt das überein mit dem Erleben, Ja, was ich habe. ja. Okay, danke. Okay, gut. Also ich sehe jetzt die Iris, die wäre dann wohl die nächste. Ja, das schließt so ein bisschen an. Würdest du denn unterscheiden zwischen Ich und Selbst? Weil du ja mal gesagt hast, es gibt kein Selbst, aber es ist ja so, ich betrachte mich selbst. Und dann habe ich dieses Ich als etwas, was das kann, also differenzieren, untersuchen, Form, Wahrnehmen, Bedeutung und dann finde ich das, womit ich identifiziert bin. Das kann ich ja erkennen und loslassen und als Illusion wahrnehmen, aber löst sich dann auch das Ich auf? Also, oder gibt es überhaupt gar keine Trennung zwischen
Ich und Selbst, weil dann habe ich auch wieder einen Dualismus, aber jetzt habe ich so ein bisschen Kopfkino irgendwie. Ja, gell, das kommt jetzt für mich auf den Kontext an, in dem ich diese Begriffe benutze. Ich überlasse dir das schon völlig selbst, wie du die einsetzt. Also für mich ist Ich und Selbst eigentlich synonym, weißt du? Selbst ist ein bisschen der größere Begriff, weil ich jetzt, wenn wir vom Selbst der Phänomene sprechen, dann ob jetzt hier das Tanka ein Ich hat, da würde ich das Wort Ich nicht benutzen. So, aber etwas Bleibendes. Da gibt es nichts Bleibendes. Irgendwann wird sich das alles auflösen. Ja? Dieser bleibende Wesenskern ist eigentlich ganz schön. Du kommst ja aus der psychotherapeutischen Richtung auch und so, und da gibt es ja den Ich-Begriff in einem ganz anderen Zusammenhang und als ein dynamisch erkennendes, liebendes, ja, Gesamtgeschehen, was wachsen und lernen kann und so. Und da benutze ich dann das Ich auch in diesem Sinne und weiß natürlich, dass es nicht fassbar ist, aber es ist genau das, was unseren Weg auch gestaltet. Ja, so. Also wenn du da dieses dynamische Ich von einem für festgehaltenen Wesenskern des Selbst unterscheiden möchtest, darfst du das schon. Also das ist nur, dass man sich nirgendwo irgendwie verheddert und sagt, das existiert als etwas Unwandelbares. Eigentlich geht es nur darum, dass wir in allem mitkriegen, also was Unwandelbares ist nirgendwo. Etwas Individuelles und Unwandelbares ist nirgendwo zu finden. Okay, ja? Und für die, die jetzt mitgehört haben, ich habe versucht, diese Frage in dem Buch Buddhistische Psychologie im Arcana Verlag ja ein bisschen zu behandeln in dem Kapitel über Ich und Selbst. Ja? Also wer da nochmal nachlesen möchte, er findet da reiche Nahrung. Das war für mich ganz erhellend, die Forschung zu diesem Thema, wie man das in der Psychologie, in der Ich-Psychologie, wie man das da beschreibt und was aus buddhistischer Sicht dazu gesagt wird. Da vermischen sich oft die Ausdrücke, weil wir sind in verschiedenen Kontexten unterwegs. Jetzt sehe ich die Cornelia, die möchte, glaube ich, auch was sagen. Cornelia, bei dir ist es sehr dunkel. Aber wir werden dich schon hinkriegen. So. Jetzt sehen wir dich besser. Ja. Ja, ich habe das Fenster im Hintergrund. Mein Sofa steht da. Timan, ich habe eine wunderschöne Erfahrung gemacht und war wirklich, ja, was weiß ich wo, und habe diese wunderbaren Vöglein gehört, die im Moment ja endlich wieder anfangen zu zwitschern. Und dann kam sofort der Gedanke, wer hört denn jetzt, wenn es kein Ich gibt? Und? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Es hört, oder wie? Ja, keine Ahnung. Die Ohren hören. Das haben auch schon Leute behauptet, ja. Aber hören die Ohren auch ohne dich? Also wenn der Körper einfach so da liegt, ohne beseelt zu sein, ohne lebendig zu sein, hören die dann auch noch? Nö, dann wohl nicht mehr. Wahrscheinlich nicht, vermuten wir wohl so. Ne? Also bleib da mal auf der Spur, das war eine nette Frage. Wer hört denn da? Okay. Einfach mich immer wieder frage, wer hört denn da? Ja, so in dem Stil war ich auch lange unterwegs. Das hat mir geholfen, immer wieder diese Frage zu stellen. Okay, Dankeschön. Mhm. Jetzt haben wir Antja Padmaketu in der Pipeline. Die sitzt aber hier im Raum und die wird ins Mikro sprechen. Ja, mal gucken, ob ich da eine Frage draus kriege. Ich wollte noch mal anschließen an das, was der Micha auch gesagt hat und deine Antwort darauf. Und da kam mir so, bei mir ist so eine Faszination da, wie das Ich-Gefühl sich ja ständig ändert. Ne, das mag von Person zu Person bestimmte Tendenzen haben, aber wenn ich schon alleine heute
über den Tag verteilt gucke, wie ich mich gefühlt habe, womit ich mich identifiziert habe und dann wieder losgelassen habe, das ist ja ständig im Fluss. Ähm, und das finde ich total faszinierend, auch manchmal frustrierend, weil wenn sich da bestimmte Sachen wiederholen, wie kann ich das noch mehr nutzen, als mir immer wieder klar zu machen, auch dieses Ich-Gefühl oder was ich Ich-Gefühl nenne, ist auch nichts Festes. Also du kannst das schon mal nutzen, indem du so was Spielerisches da reinbringst. So ein spielerisches Ich, was immer wieder mal in eine neue Rolle schlüpft, in eine neue Identifikation und so. Das kriegt dann so eine Leichtigkeit. So kannst du es schon mal nutzen und dann immer wieder diesen Blick, so wie Cornelia es gerade sagte, wer identifiziert sich da gerade, wer hört gerade, so dann und eine Leichtigkeit reinbringen. Tatsächlich sind es beliebige, wie Kleidungen, die wir anziehen, wechseln und so. Ne? Ja, genau so Und kommt gibt mir es vor. da im Innern der Kleidung, gibt es jemand, der dann die Konstanz herstellt? So? Nee, das ist eben eigentlich nicht. Ich merke nur, dass das irgendwie mit einer Verengung und mit einer Verdichtung zu tun hat. Also irgendwas verdichtet sich in mir, hier. Und dann hakt es vielleicht und dann kommt wieder irgendwas, was das in Frage stellt oder eine Entspannung kommt rein, sagen wir mal so. Und dann fließt es wieder weiter. Und dann gibt es eben auch Momente, wo ich nicht irgendwie sichtbar identifiziert bin. Und das alles ist nicht fassbar. Und das ist, wie du es vertiefen kannst. Das Spielerische ist das eine und immer wieder diesen Blick. Und wenn du merkst, dass du dich identifizierst, dann ein bisschen mehr Weisheitsfeuer, ein bisschen mehr wieder so in den Flammen sitzen, so die innere Freiheit spüren, nichts von all dem zu sein. Ja? So. Das sind jetzt so meine spontanen Antworten. Ich nehme noch die Odette dran und das wäre unsere Abschlussbeitrag. Grüß dich, Odette. Schön, dich zu sehen. Also ich habe so eine Frage, also ich habe das auch schon erlebt, ne, dass man so wahrnimmt, ohne sich so als ich so zu empfinden. Aber ich frage mich, wer ist denn das eigentlich, der jetzt hier bestrebt ist und sich bemüht und macht und versucht, dich zu verstehen und mitzumachen? Wer will denn hier erwachen? Das ist doch ein Ich. Mein Nachbar will es gerade nicht. Also ich versuche den zu überzeugen, dass das eine gute Geschichte ist. Ja, du. Aber der will es nicht. Also ich will es, aber er nicht. Also dann, wer ist das? Wer möchte da hier gerade erwachen und macht und tut? Das finde ich auch eine spannende Frage, mit der ich mich schon lange rumschlage. Ich habe dann aufgegeben. In dem Moment wollte ich auch nicht mehr erwachen. Weißt du? Das ist ja eine Entscheidung. Also für mich ist das auch so, zum Beispiel dieses Thema, wer trifft die Entscheidung? Ne? Das hat ja auch was mit einer Verantwortung zu tun. Ja, genau dort. Wenn es kein Ich da gibt, dann gibt es ja eigentlich auch keine Verantwortung mehr. Wer übernimmt dann die Verantwortung? Wer trifft die Entscheidungen? Das ist genau da, wo es hingeht. Hey, wie ist denn das eigentlich? Wie ist das? Wie werden Entscheidungen? Wie fallen sie? Wie werden sie getroffen? Wie ist das? Das möchte ich euch nicht alles beantworten, sondern wir sind jetzt auf einer Reise, einer Entdeckungsreise. Und ihr stellt eure Fragen, was ihr gerne rausfinden möchtet. Klar werde ich euch im Rahmen dessen, was der Text vorschlägt, auch Hilfestellungen geben, aber das ist genau, wo ein ganz starkes Gefühl von Ich ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss etwas entscheiden und jetzt entscheide ich mich auch für etwas. Und das ist anders, als was andere machen. So, da müssen wir hingucken. Das ist auch da eine von deinen Vorrednerinnen, weißt du, die hat das ja auch angesprochen, diese Frage. Dieses klare Ich-Gefühl. Nicht so einfach aufzulösen und auch gar nicht, vielleicht gibt es ja ein Ich. Ja, vielleicht gibt es das ja.
Ja, und Müssen wir rausfinden. Müssen wir rausfinden. Warum sind zum Beispiel jetzt 119 und haben sich entschieden, dir zuzuhören und so viele haben sich entschieden, nicht zuzuhören. Ja. Also sie wollen ja nicht erwachen. Ja. Also, Ist das alles dem Ich zuzuschreiben, einem dynamischen Ich, einem stabilen Ich? Ist das bedingtes Entstehen, also abhängiges Entstehen? Was ist das eigentlich? Wodurch kommt das? Was ist Motivation? Ja? Wie entstehen Motivationen? Wie läuft das alles? Dem wollen wir uns noch mehr zuwenden. Das wollen wir nicht einfach so, wie soll man sagen, wir wollen das nicht einfach schlucken, bloß weil das da in den buddhistischen Texten so gesagt wird. Wir gucken hin. Ne? Und wir sind nicht dabei, uns zu überreden. Meine Rolle im Einsichtsprozess ist natürlich manchmal hier darzustellen, wie man vorgehen könnte, wie das gemeint ist. Und dann ist aber eigentlich meine Rolle die Fragen bei euch zu unterstützen und ein bisschen zu schärfen, sodass ihr noch weiter untersucht. Wir fangen zum Beispiel diese Frage mit der Entscheidung. In der Gehmeditation war das für mich ganz erhellend als junger Mann, wo mir der Lehrer sagte, wenn du gehst, aufwärts und abwärts, wie wird die Entscheidung getroffen, ob du dich links rumdrehst oder rechts rumdrehst? Diese einfache Entscheidung. Wie geht das eigentlich? Stellvertretend für andere Entscheidungen. Oh, das hat mich beschäftigt. Wie geht das? Mal rechts, mal links. Wie geht das? So eine einfache Entscheidung. Wir bleiben dran, oder? Wir untersuchen das jetzt mal. Ich hoffe, dass sich ein paar entscheiden, aufgrund welcher Beweggründe auch immer in ihrem dynamischen oder vielleicht stabilen Ich morgen wieder aufzutauchen. Ja? Ja, auch immer gut entscheidet, wieder aufzutauchen. Ja, gut. Dankeschön. Okay, also. Wir sind unterwegs, eindeutig. Jetzt widmen wir schon mal das, was heute alles so entstanden ist. Zum Wohl dieser wunderbaren Ichs, die überall durch die Welt gehen. Sunam de tam je sing panin tam ne ne pen janam panjana kenga na chim balam jampaye sipet solen jawasho jambem pavojita kempadang kundu sampo deyande shinde Denda kunjin jesun da lom ching wan denda tam jedam tungo sangye kusum nembenjen lam dan shene menjun dembenjen lam dan gendu menjen dembenjen lam jin jindang o waman lam Jumpa